Hey Leute, ich hoffe euch geht's gut, Tommy hier. Es regnet wie aus Eimern, Schneeregen um genau zu sein. Ich sitze hier unter meinem Tarp und bin schön trocken, habe es mir hier ein bisschen gemütlich eingerichtet. Das liegt daran, mein Tarp habe ich heute im Lavu-Style aufgebaut und wie das funktioniert, seht ihr jetzt gleich im Anschluss. Viel Spaß beim Zuschauen. Ja, wie ihr seht, hier einwandfrei. Man sitzt schön drunter, man hat sehr viel Platz für sein Gepäck. Man kann sich hier hinten sogar einmal hinlegen zum drunter pennen. Das ist ein super Aufbau. Ich habe den sehr gern. Er ist schnell aufgebaut, er ist stabil. Man ist gegen die Elemente sehr gut geschützt und ein bisschen aufgestoßen sozusagen. Am längsten dauert es eigentlich, das Tarp und die Schnüre aus dem Rucksack rauszuholen und sich hinzulegen. Der Tarpaufbau ist rucki-zucki gemacht. Gell? Also wenn ihr die Ridgeline zu Hause schon vorbereitet habt, das zeige ich euch im Übrigen in einem separaten Video, wie ihr das am besten machen könnt. Ridgeline rausgeholt, zwischen zwei Bäumen gespannt, das Tarp drüber geschmissen mit der Ecke, eingehakt, nach hinten abgespannt zum Boden und fertig. Sachen drunter geschmissen und ihr seid im Trocknen. Ja, was braucht ihr für den Aufbau? Eine Ridgeline, die bereitet ihr euch zu Hause am besten schon mal vor. Dann geht es dann schneller, wenn ihr draußen seid und das Wetter spielt nicht mit. Ihr braucht das Tarp, 3x3 Meter in meinem Fall. Und ihr braucht Heringe. Die könnt ihr euch hier schnitzen, wenn ihr draußen seid, oder nehmt von daheim einfach auch welche mit. Was für ein Tarp benutze ich? 3x3 Meter ist ein Nylon-Tarp mit einer PU-Beschichtung. Schön robust, schön leicht. Und für den Lavu-Style-Aufbau meiner Meinung nach ideal geeignet. Ich finde das Setup super. Du kannst drunter sitzen, du kannst drunter schlafen, du kannst lagern mit deinem Kumpel gegenüber. Der sitzt in seinem Tarp, du sitzt in deinem Tarp. Wunderbare Sache. Ja, hier hinten sieht man es. Hier hinten, also aus Schneeregen wurde Schnee. Es hat jetzt fast aufgehört zu regnen, es schneit jetzt nur noch. Richtig geil. Du sitzt dann hier, draußen ist furchtbares Wetter und du sitzt hier in deinem Lavu-Setup und kannst einfach das Spektakel genießen und bist einfach wohl behütet. Gell? Du hast hier einen Schutz von hinten, von den Seiten und kannst nach vorne rausgucken. Es ist einwandfrei. Ein super Setup, Lavu-Style, kann ich nur empfehlen. Probiert's aus und viel Spaß dabei. So, was ihr jetzt hier richtig schön seht, es hat ja mittlerweile geschneit und dieser Spot hier ist komplett trocken. Also der Bereich, wo ihr sitzt, beziehungsweise hier hinten, könnt ihr auch eine Isomatte querlegen, könnt da drunter schlafen, ist furztrocken. Furztrocken, zieht's euch rein. Man sieht hier schön den Abdruck im Endeffekt, wo das Tarp hier den Überhang hat und hier ist alles schön trocken.
Da bin ich gesessen und ihr seht es ja selbst. Aus Schnee wurde Regen und ja, ist doch geil, oder? Gut, dass es geschneit hat, da konnte ich euch jetzt noch mal zeigen, dass es auch wirklich trocken hält, gell? Durch den Schnee, das ist wirklich eine richtige Pampe jetzt hier drauf. Das ist ja richtig nasser, schwerer Schnee. Ja, das hängt jetzt natürlich durch, aber das ist überhaupt kein Problem. Ihr könnt euch hier im Endeffekt nochmal einen zusätzlichen Hering reinmachen und ihr seht selbst, das kommt dann nochmal schön raus. Sehr geil. Ja, und das ist der Grund, warum das so schwer war. Das ist eine Schneepampe. Wow. Also wenn dann mal ein paar Kilo Schnee auf dem Tarp hängt, dann hängt auch das stabilste Tarp dann irgendwann mal durch. Ihr seht jetzt noch mal schön den Bereich, der vom Tarp abgedeckt wurde. Ist alles trocken. Beziehungsweise, es hat ja vorher schon geregnet, natürlich ist der Boden leicht feucht, aber es kam dann nicht mehr Feuchtigkeit dazu, als wir das Tarp abgespannt hatten. So, der Tarp kommt jetzt einfach, wie es ist, in den Dryback rein. Das ist dann schön in den Dryback zwar schön nass, aber das macht ja nichts. Dafür ist der Dryback ja da, um Nässe entweder draußen zu halten oder drin zu halten. Ridgeline sauber aufwickeln ist jetzt auch aktuell gerade nicht mehr möglich, aus dem einfachen Grund, weil ich meine Hände nicht mehr spüre. Okay, also Quick-Tipp, wenn es so kalt ist an Fingern, dass es nicht mehr spürt, packt einfach irgendwie zusammen, schmeißt den ganzen Kram einfach in den Rucksack und geht heim. Und daheim kann man es dann schön ausbreiten, trocknen und wegräumen. Ja Leute, wenn euch das Video gefallen hat, gönnt euch ein Abo und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Mir läuft die Nase. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.